Entschuldige, aber dieser Plan schien mir von Anfang an zu kompliziert. Quatsch. Die Geschwisterlüge war genial. Henning und Marie sind absolut tabu füreinander. Spielst du mit? Ey, und warum hatten sich deine Freunde eigentlich so aufgetakelt? Hör mal, erstens ist das nicht meine Freundin, sondern eine Freundin. Und zweitens hat sie sich nicht aufgetakelt. Die läuft immer so rum. Sie sind bei mir in der falschen Adresse, aber versuchen Sie es doch mal im Label. Bin schon weg. Ciao. Sie sind also eine gute Freundin von Marie. Wie weit ist das gegangen? Nun geben Sie es doch schon zu. Leugnen ist doch sinnlos. Aber hier ist doch Ihr Bruder. Sofort raus hier oder ich rufe die Polizei. Henning. Wer ist hier? Draufhalten! Wo tun Sie es mit Ihrer Schwester? Hier im Büro? Es reicht. Kein Dementi, Herr von Anstetten. Das ist Hausfriedensbruch. Sie sind nun mal Person des öffentlichen Lebens. Verschwinden Sie. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Informationen. Daniela ruft die Polizei. Geschwisterliebe, Inzest, finden Sie das nicht widerlich? Henning, mach doch endlich, dass Sie gehen. Komm. Ja, ein Streifenwagen. Die Adresse. Entladen Sie einen Mann hinter! Das hat sich, glaube ich, erledigt. Ihre Kontakte zur Presse werden Henning und Marie bestimmt interessieren. Welche Kontakte? Stellen Sie sich nicht dumm. Der Journalist war so aufdringlich. Was hätte ich dann machen sollen? Ich bin gespannt, wie mein Mann das sieht. Mir machen Sie jedenfalls nichts vor. Beatrice, wenn's doch so war. Marie und Henning sind meine Freunde. Warum sollte gerade ich dem Journalisten was erzählen? Sie werden bestimmt Ihre Gründe haben. Verdammt! Na toll. Hi. Hi. Er fährt uns in die Stadt. Klasse, was? Cool. Ich hole nur schnell meine Tasche. Hi. Sag bloß, du gehst auch shoppen. Sehe ich etwa so aus? Und? Steht was Interessantes drin? Bin gerade auf der Sportseite. War denn gestern ein Tennismatch? Auch kein Boxkampf? Auch nicht. Wollt ihr was trinken? Ja, einen Kaffee vielleicht. Ey, dann kannst du aber einen anderen Fahrer organisieren. Ach komm, sind doch nur 5 Minuten. Oh, Franziska, mein Dienst fängt gleich an. Ich bin eh schon spät dran. Lara wartet auch auf uns. Bist du denn heute Nachmittag im Tennisclub? Nee, ich gebe heute keine Stunden. Dann komm doch zu uns. Wir könnten vielleicht ausreiten. Und wer macht in der Zeit meine Wäsche? Unser Personal. Wie läuft das eigentlich in der WG ab, die du betreust? Habt ihr da eine Putzfrau oder müssen die Jungs das selber machen? Also nach der Schule ist erstmal Haushalt angesagt. Na, da werden die bestimmt ganz begeistert sein. Hä? Ich bin auch glücklich, die Frühschicht zu haben. Sag mal, hast du heute Nachmittag schon was vor? Ich? Nö, Dann lass uns doch zusammen was machen. gerne. War noch was? Nee, ciao. Tschüss. Von Beinbach? Wie? Nein, das entspricht nicht der Wahrheit. Jetzt hören Sie mir mal gut zu, Herr Finke. Ein Wort davon und ich verklage Sie und Ihr Blatt wegen Verleumdung. Aber Ihre Tochter und Henning von Anstetten haben nicht abgestritten, ein Verhältnis zu haben. Das einzige Verhältnis, das die beiden haben, ist verwandtschaftlicher Natur. Und warum wollen Sie dann heiraten? Kein Kommentar. Wenn die beiden nichts zu verbergen haben, warum laufen Sie dann vor uns weg? Diese Frage sollten Sie sich besser selber stellen. Ich möchte bloß mal wissen, warum dieser Kerl so gut informiert ist. Daran dürfte wohl deine kleine Assistentin schuld sein. Tanja? Genau. Ich glaube, wir haben sie abgehängt. Geht's wieder einigermaßen? Wieso können die uns nicht in Ruhe lassen? Weil solche Geschichten die Auflage steigern. Was geht es denn andere an, was wir tun? Nichts, eigentlich. Du
uns eine Weile in der Öffentlichkeit nicht sehen lassen. Und wie bitte sollen wir das hinkriegen? Wir können nach Schönberg ziehen. Das ändert doch nichts an der Situation. Marie, solange wir beide uns lieben. Willst du mich jetzt doch verlassen? Nein. Nein, im Gegenteil. Nur hier können wir es von niemandem verheimlichen. Wie könnten wir nur glauben, dass das möglich ist? Mit dem Finger werden sie auf uns zeigen. Wir müssen irgendwo hingehen, wo uns keiner kennt. Weil immer diese Schlangen vor den Umkleidekabinen. Und dann diese komischen Typen, die einen anglotzen. Du zwei wollten mich sogar ins Kino einladen. Und mich einmal in den Zoo. Ui, wie originell. Können wir 2 Cola kriegen? Aber ich finde, dass sich der Stress doch gelohnt hat. Also wenn Felix dich in dem Teil sieht, dann fährt er garantiert auf dich ab. Wenn Daniel dich in dem hier sieht, dann wird er ganz schön Augen machen. Dann müsste ich mich schon als Zeitung verkleiden. Sportteil. Bei dir läuft's ja echt besser. Hey, du und Felix, ihr seid doch schon fast richtig gute Freunde. Ja, richtig gute Freunde. Das ist ja ganz schön, aber auf die Dauer ist mir das echt zu wenig. Ja, aber immerhin. Ich hätte auch mal Lust, mich mit Daniel allein zu verabreden. Hey, da gibt dir doch Einzelunterricht. Ich meine, auf dem Tennisplatz sind wir eigentlich nie ungestört. Dann miete doch die ganze Anlage. Ja, und mit welcher Begründung? Die anderen Schüler irritieren dich und du kannst dich nicht konzentrieren. Super Idee. Aber ist doch viel zu direkt. Ja, besser als zu fragen, ob was Interessantes in der Zeitung steht. Ja, wäre dir vielleicht was Besseres eingefallen? Also wenn Lara früher abgesagt hätte, dann hätte ich mit Daniel noch einen Kaffee getrunken. Und... Was und? Wollte Daniel nicht seine Sachen waschen? Ja, wieso fragst du? Ich könnte ihn ja mal besuchen, wenn du nicht da bist. Marie geht's den Umständen entsprechend. Sie fährt mit Henning gerade in ihre Wohnung. Ob das besonders klug ist? Falls dort noch Journalisten sind, fahren Sie weiter und geben uns Bescheid. Dass Tanja die Presse informiert hat, ergibt einfach keinen Sinn. Sie hat den Reporter unmissverständlich ins Label geschickt. Ja, bitte. Oh, wir haben Sie eigentlich schon viel früher erwartet. Bestimmt wissen Sie schon, was passiert ist. Ich wollte dem Reporter nichts sagen, das müssen Sie mir glauben. Nach allem, was meine Frau berichtet hat, fällt mir das offen gestanden schwer. Der Kerl war wahnsinnig aufdringlich. Was hätte ich denn machen sollen? Ist Ihnen eigentlich klar, was das für Folgen hat für Henning und Marie? Martin, ich habe nichts verraten. Ich habe es bloß nicht dementiert. Was ist bloß in Sie gefahren? Das ist die Wahrheit. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Das glauben Sie doch selber nicht. Welche Presseorgane haben Sie denn noch informiert? Kriegen Sie eigentlich Geld für den Tipp? Henning und Marie sind meine Freunde. Und das wissen Sie. Ja, wer außer Ihnen soll es denn sonst gewesen sein? Also, so kommen wir nicht weiter. Erstmal kümmere ich mich um Marie und dann werde ich mich mit einigen Leuten aus der Verlagswelt unterhalten. Die müssen ja schließlich wissen, woher Sie die Information haben. Ja, hoffentlich. Wenn wir gleich nach oben gegangen wären, dann würde die Presse jetzt das Haus belagern. Aber so suchen sie die ganze Stadt nach uns ab und wir haben unsere Ruhe. Mitnehmen? Marie, es fällt mir auch nicht leicht, alles zurückzulassen. Warum laufen wir dann weg? Weil es die einzige Chance ist, die wir haben, wenn wir zusammenbleiben wollen. Oder hat sich daran was geändert? Nein. In Buenos Aires sind wir erstmal sicher. Oder nicht? Was das Label angeht, es ist doch vorerst alles geklärt. Jetzt, wo der Laden anfängt zu laufen. Erst mal weg. Und dann sehen wir weiter. Wir schaffen das schon. Vertrau mir.
geht's eigentlich Marie? Sie kommt wohl wieder ganz gut klar. Behaupten jedenfalls meine Eltern. Glaubst du ihn nicht? Marie und Henning waren sowas von verliebt. Aber vielleicht wissen meine Eltern ja auch nichts Genaueres. Oder sie wollen mich einfach nur beruhigen. Dein Zug. Ja. Übrigens, danke nochmal. Wofür? Für die beste Ratgeberin, die es gibt. Ich habe das ewig schon nicht mehr gespielt. Das wird schon. Kannst du mir nicht erklären, wie es richtig geht? Du machst das doch total gut. Es bedarf nur einer gewissen Konzentration und Ruhe. Und dann kickst du einfach meine Steine weg. Okay. Was siehst du? Wenn Christian zurückkommt, können wir mit ihm und Lara ja mal ein Turnier veranstalten. Klar. Aber da musst du noch ein bisschen mit mir üben, ja? Üb besser mit Lara, sonst hat die doch überhaupt keine Chance. Daniela, hier ist die Vollmacht. Unterschrieben ist sie auch schon. Hast du dir das auch wirklich gut überlegt? Hier komme ich ja doch nicht zur Ruhe. Und wenn ich einen Fehler mache? Hey, du kennst das Label beinahe so gut wie ich. Wie oft hast du den richtigen Riecher gehabt, wenn ich völlig daneben lag? Ja, wenn wenigstens Henning hier bleiben würde. Das macht dir mal nicht so viele Gedanken, ja. Sagst du so einfach, ich war noch nie Geschäftsführerin. Ich werde dich jeden Tag anrufen. Es ist ja auch nicht so, dass du alles allein entscheiden musst. Hier, kommst du mit in mein Büro? Ich muss dir noch was erklären. Ich hab's vorhin gerade im Radio gehört. Es ist grausam, was da abgeht. Dann warten Sie erst einmal die Abendausgaben der Zeitungen ab. Der Artikel wird heute erscheinen. Ein befreundeter Verleger hat mir die Druckfahne überlassen. Inzest? Also wenn das ein befreundeter Verleger ist, dann möchte ich nicht... Warum dieser Artikel dennoch erscheint? Aha. Pressefreiheit, gute Auflage, Unabhängigkeit der Redaktion. Es gibt viele Gründe, diese haarsträubenden Vermutungen in die Welt zu setzen. Also dann, viel Glück. Wünsche ich dir auch. Papa, Mark. Du willst weg? Warum? Du hast nichts getan. Da muss ich Herrn von Weinbach recht geben. Als ob es darauf ankommt. Wir werden der Öffentlichkeit beweisen, dass nichts dran ist an den Gerüchten. Henning und ich, wir werden verreisen. Wir halten es hier einfach nicht mehr aus. Du? Hi. Ist Alexa da? Nee. Aber du warst doch dabei, als sie sich mit Felix verabredet hat. Ja, um die Zeit wollte sie eigentlich schon wieder hier sein. Ja, dann, wenn du willst, kannst du ja auf sie warten. Wenn sie nichts ausmacht? Wenn dich mein Chaos nicht stört. Tja, im Kühlschrank ist Cola. Wenn du willst, bedien dich. Später. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Vorsicht, ich könnte ja sagen. Na und? Naja, also, wenn du die Socken fertig machst, dann kann ich schon mal den Rest wegräumen. Okay. Hab ich ja richtig Glück gehabt, dass du vorbeigekommen bist. Tja, hättest du was gesagt, dann wäre ich früher gekommen. Mit oder ohne eurem Personal? Ich habe auch schon mal gewaschen. Toll. Verbringst du mit den Socken den ganzen Abend? Nee, hatte ich nicht vor. Kommst du zurecht? Logo. Ja, und was machst du heute Abend? Was machst du denn? Also eigentlich wollte ich mit Alexa ins Kino. Aber wenn du eine bessere Idee hast? Mädchenabend. Na, da will ich lieber nicht stören, hm? Hi. Hi. Ah, gut, dass ihr kommt. Ich bin dann beim Boxtraining, ja? Ich bin davon ausgegangen, dass ihr euch getrennt habt. Es ging nicht. Ihr seid zwei erwachsene Menschen. So wie die Situation ist, müsst ihr eure Gefühle doch in den Griff bekommen. Ich weiß, es ist nicht einfach. Aber es gibt keine andere Möglichkeit. Ihr habt noch euer ganzes Leben vor euch. Wollt ihr das so einfach wegwerfen? Das tun wir doch gar nicht. Im Gegenteil. Aber wie stellt ihr euch das denn vor? Als ich auf diesem Dach gestanden habe, weißt du, wie allein ich mich gefühlt habe ohne Henning? Weißt du, was es bedeutet, einen Menschen verlassen zu müssen, den man liebt? Den man wirklich liebt? Ich weiß. Unser Leben wird zwar nicht einfacher, aber besser so als...
Ihr werdet den Druck nicht aushalten. Die Presse wird sich auch wieder beruhigen. Angenommen, es stimmt. Dann ändert das noch nichts an der Tatsache, dass ihr Geschwister seid. Die meisten Paare, die sich lieben, so wie ihr, wollen irgendwann einmal Kinder haben. Papa, hör auf. Wir werden auch ohne Kinder glücklich sein. Wenn du Henning liebst, trenn dich von ihm. Etwas anderes kann ich dir nicht sagen. Schrauber. Was meinst du? Kommt er durch? Bitte, Herr Doktor, sagen Sie mir die Wahrheit. Diese eine Schraube noch und dann ist der Patient zu. Und du bist sicher, dass das funktioniert? Probier's aus. Okay. Vererbst du mir deinen Squashschläger? Ich liebe dich auch. Und? Alles klar? Dann ruf sie doch einfach noch mal an. Oder besser noch, schick ihr eine SMS. Hab ich schon. Na also, wenn man vom Teufel spricht. Tom, kannst du mir bitte mal kurz helfen? Klar. Und? Was ist mit Daniel? Kaum war ich hier, ist er abgehauen. Schlechtes Timing. Wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Hört sich ja nicht so an, als hättest du Fortschritte bei ihm gemacht. Immerhin durfte ich schon seine Socken zusammenlegen. Oh, das ist doch schon was. Und wie war es bei dir? Hör bloß auf. Wenn ein Junge mit dir Backgammon spielt, heißt das, er will was von dir? Hey, das ist ein gutes Zeichen. Das macht er sonst nur mit seinen Freunden. Ja, ja, bin ich auch nicht für ihn. Ein guter Freund. Backgammon und Socken. Wirklich ein klasse Tag. Hast du Dirk erreicht? Im Verlag. Er hat mir ein Vorab-Exemplar der Abendausgabe zukommen lassen. Mehr konnte er nicht tun. Ja und? Wer hat jetzt die Medien informiert? In der Redaktion ist wohl ein anonymer Anruf eingegangen. Tanja. Ach, die Stimme war eindeutig eine männliche. Ja, ist doch klar, ein Komplize, um nicht im Verdacht zu geraten. Ja, und der erwähnt Tanjas Namen, damit ein Reporter hier auftaucht. Entweder du hältst sie für gerissen oder für dumm. Also ich bin mir ganz sicher, sie hat es in jedem Fall mit Absicht getan. Es war ein Versehen. Du, sie hat es doch sogar zugegeben. Marie will mit Henning ins Ausland. Meine Tochter ist dabei, ihr Leben wegzuwerfen. Also verschon mich bitte mit deinem kleinkriegigen Tanja. Hey! Du bist's. Ja, ich bin's. Aber vielleicht ist es demnächst schon ein Reporter, der euch gefunden hat. Komm, in ein paar Tagen kräht kein Hahn mehr nach der Geschichte. Vielleicht nicht der Hahn, aber der Staatsanwalt. Denn Inzest ist immer noch strafbar. Bis die reagieren, sind wir über alle Berge. Henning, glaubst du wirklich anderswo? Lassen euch die Behörden in Ruhe? Wer soll den Verdacht schöpfen, wenn wir uns irgendwo in der Welt niederlassen? Das ganze Leben auf der Flucht. Da steht niemand durch. Niemand! Doch. Hauptsache Marie und ich sind zusammen. Sonst noch was? Es gibt Gesetze, von denen halte ich überhaupt nichts. Aber dass Bruder und Schwester nicht miteinander schlafen sollen, das hat schon einen gewissen Grund. Ich habe es mir verdammt noch mal nicht ausgesucht. Marie und ich haben alles versucht, glaub mir, aber es geht nicht. Wir lieben uns. Henning, das ist aber für diesen Schritt keine Entschuldigung. Es sollte auch keine sein. Tschüss, Marc. Wenn du angeblich so vorsichtig warst, warum ist der Typ hier aufgetaucht? Vielleicht dachte ihr, du wüsstest mehr. Schließlich bist du auch eine von Anstetten. Lukas, das hat mich in Schwierigkeiten gebracht. Tut mir leid. Wer konnte denn ahnen, dass dieser Kern so penetrant ist? Ja, schon gut. Ich glaube, ich habe den alten Beidenbach überzeugt. Und wenn es wirklich keine Verbindung zwischen mir und den Medien gibt, Niemand außer uns beiden weiß etwas davon. sind ja eigentlich ganz gute Aussichten. Meine Rede. Trotzdem, wir müssen in Zukunft vorsichtig sein. Sonst merkt Henning noch, dass ich es nur auf sein Geld abgesehen habe. Haben Sie die Unterlagen? Gut. Wenn es wieder ein Problem gibt, Sie können mich gerne anrufen. Die Firma. Wer sonst? Das mit der Information, das war wirklich ein Versehen.
Mit dieser Schmierenkomödie können Sie vielleicht meinen Mann beeindrucken. Mich nicht. Wenn Martin erst herausbekommt, dass Henning und Marie ihretwegen das Land verlassen wollen, dann sind ihre Tage bei uns in der Firma gezählt. Die beiden wollen weg? Dank ihrer kleinen PR-Maßnahme? Das wollte ich natürlich nicht. Das können Sie den beiden ja bei ihrer Rückkehr erklären. Wenn sie denn dann jemals wiederkommen. Ich platze gleich. Denk an Felix. Das ist es ja. Lust oder Frust? Verstehe. Wie soll es jetzt weitergehen? Keine Ahnung. Und bei dir? Wenn die Jungs wüssten, dass ihr euch hier gegenseitig Tipps gebt, also ich weiß nicht. Halt dich da raus, Tom. Toms Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht. Welche Idee? Na, dass wir uns gegenseitig Tipps geben und uns helfen. Das machen wir doch schon. Aber nicht konsequent genug. Du meinst... Wir machen einen Deal. Ich sorge dafür, dass du meinen Bruder kriegst. Und ich sorge dafür, dass sich mein Mitbewohner unsterblich in dich verliebt. Marie? Es kann losgehen. Bist du dir sicher, dass wir das Richtige tun? Wir haben keine andere Wahl. Aber richtig sicher bist du dir nicht. So sicher, wie man sich eben sein kann. Bei jedem Kuss. Bei jeder Berührung. Dauernd werde ich daran denken, dass du mein Bruder bist. Wir lieben uns. Und es ist der einzige Weg, den wir gemeinsam gehen können.